Der neue F1 Ultra von Xtool. Ein neues Kombigerät mit jeweils 20 Watt Diodenlaser und Faserlaser in einem kombiniert. Doch was taugt dieses Gerät? Was kann er leisten? Ist der Preis gerechtfertigt? Und das wollen wir uns heute mal in diesem Video genauer anschauen. Und natürlich gebe ich euch wieder Tipps und Tricks zur Nutzung. Kombigerät aus Diodenlaser und Infrarot- bzw. Faserlaser. Das hört sich doch schon mal richtig geil an. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und genau das tun wir heute. Wir schauen uns heute mal so ein Kombigerät an, den neuen F1 Ultra von Xtool. Der soll ja beides ineinander haben. Das ist praktisch einen Diodenlaser und einen Faserlaser in einem, wo ich dann wirklich super viel Materialien in einem Gerät abdecken kann. Doch was ist denn der Vorteil eines Kombigeräts? Leute, das ist ganz einfach. Ich kann eine Vielfalt an Materialien einfach bearbeiten. Zum Beispiel ein Diodenlaser und ein Faserlaser, die haben ja verschiedene Wellenlänge. Ein Diodenlaser kann zum Beispiel Holz gravieren, Holz schneiden, was ein Faserlaser nicht kann. Dafür kann der Faserlaser Metall gravieren, Kunststoff gravieren, Steintiefengravuren machen und so weiter und so fort, was der Diodenlaser alles nicht kann. Ich kann dadurch auch kombinieren. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo Metall und Holz miteinander kombiniert ist, kann ich in einem Arbeitsschritt alles beide gravieren. Das heißt, Faserlaser, Metall, Holz, den Diodenlaser. So, ich versuche das Ganze jetzt wirklich kurz zu halten, den ersten Part, damit wir viel zum Lasern kommen und viel zum Erklären von anderen Sachen kommen. Was wird denn alles geliefert? Also allererstens, der Laser wird richtig gut verpackt geliefert. Habe selten so einen gesehen. Brauche ich euch nicht zeigen, ist langweilig. Was wird geliefert? Hier haben wir schon mal eine Schnittunterlage. Wir können ja mit dem Blaulichtlaser auch schneiden, Holz schneiden. Es werden einige Patches mitgeliefert. Es werden Hundedogs mitgeliefert und halt noch so Materialien, Visitenkarten und so weiter, wird alles mitgeliefert. Im Materialpack auch Schiefer und so weiter, auch eine Holzplatte, Leder, Anhänger und so weiter, damit ihr da einfach eure ersten Versuche starten könnt. Gut, so ein kleiner Winkel ist auch noch dabei, da können wir dann unsere zum Beispiel Visitenkarten einfach reinlegen, damit die immer an derselben Stelle sind. Ganz wichtig ist dieser USB-Stick, da werden zwei mitgeliefert. Das ist ein Sicherheitsschlüssel. Ohne diesen USB-Stick funktioniert der Laser nicht. Den müsst ihr nämlich hinten in den Laser stecken als Sicherheitsschlüssel. Ein Abluftschlauch auch noch dazu. Da könnt ihr dann praktisch hinten anstecken. Der hat ja eine Abluftabsaugung und da könnt ihr dann entweder einen Filter anstecken von Xtool, kann ich euch auch noch mal unten verlinken, oder ihr könnt das Ganze nach draußen leiten. Sicherheit ist wichtig, Leute, und deshalb gefällt mir das schon mal ganz gut, dass der Laser direkt ein Gehäuse verbaut hat. Das heißt, ich kann dieses Gehäuse hier hochschieben und bin dann auf meiner sicheren Seite, habe dann dort meine Absaugung hinten dran, wo dann die ganzen Dämpfe abgesaugt werden. Jetzt seht ihr mal die Arbeitsfläche. Die Arbeitsfläche finde ich ist auch relativ groß. Wir haben eine Arbeitsfläche von 220 auf 220 mm und ihr seht da ein Lochraster, wo man dann diesen schon erwähnten Winkel einfach festschrauben können, damit wir wirklich absolut im rechten Winkel sind. Hier seht ihr jetzt die Schnittunterlage, dass wir dann auch schneiden können, Holz schneiden können. Das muss dann so in diese Richtung angebracht werden, damit der Rauch einfach in diese Richtung auch vom Ventilator abgesaugt werden kann. Wir haben hier einen 20 Watt Faserlaser und einen 20 Watt Diodenlaser in einem verbaut. Und ihr seht hier schon mal den Fokuspunkt, den der Laser praktisch hat. Den müsst ihr natürlich einmal kalibrieren, das werde ich euch nachher erklären. Wir können diesen Fokuspunkt, den können wir manuell einstellen mit diesem tollen mitgelieferten oder ansteckbaren Touchpad. Also wir können hier den Laser hoch und runter fahren. Wir können aber genauso auch in der Software sagen, mach mir den Autofokus, und der Laser stellt sich über den Autofokus auch automatisch ein. Wir können mit dem Laser eine maximale Geschwindigkeit von 10.000 mm, Achtung, pro Sekunde fahren, was natürlich enorm schnell ist. Der Laserpunkt beim Diodenlaser ist 0,08 mal 0,1 mm und die Laserpunktgröße beim Faserlaser ist 0,03 mal 0,03.
Dieses Touchpad ist aber nicht nur für den Fokus zum Einstellen gut, sondern man kann dann mehrere Sachen aufrufen. Man kann sein letztes Projekt aufrufen, man kann Dateien aufrufen, man kann den USB-Stick, den man hinten anstecken kann, auch aufrufen und man kann den Laser starten. Und natürlich den Rahmen abfahren. Was heißt Rahmen abfahren? Ich kann dort meine Live-Vorschau, ich kann dann genau anzeigen lassen, wo gelasert wird. Ich mache das jetzt Ganze mal, ich drücke es dann mal auf diese Taste, also ich lege es da mal was drunter. Das Gipfelholz-Logo ist im Programm drin. Ich drücke da drauf und jetzt könnt ihr genau erkennen, das Gipfelholz wird richtig schön in einer hohen Geschwindigkeit, ich glaube bis zu Umrisse, bis zu 16.000 mm pro Sekunde und bei einem Rechteck kann man sich auch anzeigen lassen, sind wir bei 24.000 mm pro Sekunde. Wir haben jetzt nicht nur ein Rechteck oder einen Umriss, was wir den Rahmen abfahren können, sondern wir haben noch eine verbaute Kamera, die da oben hier in diesem Gehäuse verbaut worden ist, wo wir das Ganze dann praktisch live auch noch anschauen können hier in der Software. Dort ist ein Notaustaster, den Ein- und Ausschalter befindet sich auch dort. Dort können wir noch einen USB-Stick anstecken für die Dateien, die wir dann hier auf diesem Bildschirm aufrufen können. Und wir haben dann noch zwei Erweiterungsanschlüsse, wo wir dann zum Beispiel das Förderband anstecken können, worauf ich dann gleich nochmal zum Sprechen komme. Auf der Rückseite noch der Anschluss fürs Display. Wir können hier noch ein Fußpedal, was optional erhältlich ist, anstecken. Wir können auch, was optional auch erhältlich ist, ein Löschsystem anstecken. Das sind dann diese zwei Ports hier und hier kommt dann praktisch der Anschluss rein für die CO2-Kartusche. Der Schlüssel, der muss drin stecken, das habe ich gemeint, das ist dieser Sicherheitsschlüssel. Ohne den funktioniert der Laser nicht. In der Bedienungsanleitung steht auch drin, dass man dann hier ab und zu mal aufschrauben muss und diesen Lüfter nämlich reinigen muss. Und ihr werdet nachher sehen, warum das Ganze so ist. Aber ich habe da auch noch eine kleine Zwischenlösung, damit ihr nicht ganz so oft reinigen müsst. Was ich gerade eben gemeint habe mit einer Zwischenlösung, um den Ventilator nicht ganz so oft reinigen zu müssen, das ist ein Filtersystem für oder vor diesem Ventilator. Das ist jetzt kein Zubehörteil, das könnt ihr nicht im Zubehörhandel bei Xtool kaufen, das müsst ihr euch selber drucken. Damit habe ich jetzt auch nichts zu tun. Ich werde euch diesen Link auf meiner Homepage packen. Den Link auf meiner Homepage findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal draufschauen, könnt ihr für wenige Euro euch diese Datei kaufen. Das ist jetzt einfach ein Filtersystem, das hat sogar kleine Rippchen drin, damit es an der Seite nichts reinzieht und das kann ich dann einfach hier einklicken. Es muss jetzt nur von hinten irgendwo sehen, dass ich richtig sitze und das kann man hier festklicken und kann dann einen Filter einsetzen und das Ganze dann draufsetzen und fertig und schon ist die Luft ein bisschen mehr gereinigt. Nicht, dass da ganz so viel Dreck reinkommt in den Ventilator, denn ihr werdet nämlich nachher sehen, da fällt so einiges an Dreck an, was dort durch den Ventilator durchrennt. Ich habe ja gerade noch erwähnt, dass wir hier noch zusätzliche Geräte anstecken können. Und hier habe ich ein richtig cooles Gadget und zwar ein Förderband, um den Arbeitsbereich von 220 auf 220 auf 220 x 500 mm zu erweitern. Das werden wir aber jetzt leider nicht mehr in diesem Video schaffen, das wird dann einfach zu lang. Da wird es ein anderes Video noch zu diesem Förderband geben, also abonniert den Kanal, dann verpasst ihr dieses Video nicht und vor allem wird es dann auch noch eine kleine Überraschung geben. Leute, Thema Sicherheit, wir haben da ein wirklich super sicheres System mit Sichtschutz, den ihr auch wirklich immer runter machen sollt. Im Video zeige ich ab und zu mal das Ganze ohne Gehäuse, aber Leute, bitte, ich habe da meine Sicherheitsvorkehrungen schon getroffen. Es ist nur deswegen, dass ihr das einfach besser erkennen könnt, was der Laser einfach macht. Also ihr macht es immer schön runter, setzt da hinten auch eine Absaugung mit dran, entweder nach draußen oder in dieses Filtersystem von Xtool, kann ich euch unten auch nochmal verlinken und lasst den Laser bitte nie unbeaufsichtigt. Boah, ich hoffe, ich konnte mich jetzt relativ kurz halten. So Leute, ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr den Laser einbindet, wie ihr das Ganze jetzt kalibrieren könnt, um dann loszustarten. Dann werden wir einiges an Material einfach mal durchlasern. Schaut's da einfach mal zu, ist richtig cool. Und die ganzen Werte, Leute, die werde ich auf meine Homepage packen, damit ihr das Ganze nochmal nachlesen könnt. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung auf die Homepage und schaut da einfach mal drauf. Und wir starten jetzt einfach mal mit der Kalibrierung. So, das erste, was wir machen, ist natürlich die Software downzuladen. Das macht ihr mal, installiert die Software, dann verbindet ihr den Ultra mit dem Rechner und dann öffnet ihr natürlich die Software. Dann kommt sofort eine Meldung, dass wir den Laser zuerst mal kalibrieren müssen. Diesen Schritt machen wir jetzt auch. Wir kleben, das sind so kleine Kärtchen mitgeliefert im Lieferumfang. Das kleben wir jetzt einfach mal hin.
wir können die Klappe schließen vom Ultra und können dann auf den Knopf drücken. So, jetzt hat der Laser eine Fotoaufnahme gemacht und wir haben jetzt da zwei Kreuze drauf gelasert. Jetzt müssen wir diese zwei Sachen einfach einstellen. Der blaue Laser, der rote Laser. Und jetzt seht ihr hier, dass zum Beispiel das Kreuz beim blauen Laser einfach nach oben müsste und nach links. Also das heißt Y nach oben und X, das ist die X-Achse, die müsste ein bisschen nach links. Und wenn ihr jetzt mal genau auf die Skala schaut, dann steht hier 1 zum Beispiel auf der X-Achse und wir müssen ja nach links, also wir sind hier im Plusbereich und hier sind wir im Minusbereich, da steht ein Minus davor. Also das heißt, wir sind auf dieser Seite mit dem Plus und wir wollen jetzt ein bisschen mehr nach links. Deshalb müssen wir hier dieses Plus, also praktisch ganz normal eingeben. Ich sage jetzt mal, das sind 0,3. Und auf der Y-Achse, da sind wir ja praktisch im Minusbereich und müssen da nach oben hin. Also geben wir dann hier ein Minus ein, ein Minus, ich sage jetzt mal 1,5. Das müsste genau auf dieser drauf sein. Also gehen wir noch mal ein bisschen höher. Ja, das ist die Mitte, genau. Und das passt. Und dann gehen wir auf die linke Seite, auf die rechte Seite und machen das Ganze mit dem roten auch noch. Danach gehen wir auf Nächstes und werden jetzt erstmal das Ganze, dieses schwarze Teil da wegmachen und kontrollieren, ob die beiden Laserpunkte übereinander sind. Also ihr habt es gerade gesehen, bei mir hat es gepasst, sie überlappen, also richtig. Und hier steht es auch nochmal beschrieben, wenn sie überlappen, dann könnt ihr auf Überlapp klicken. Und sollte es nicht der Fall sein, müsst ihr mit der Kalibrierung einfach weiterführen. Das wird dann ganz gut erklärt. Also bei mir passt es ja. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die neue Software ein. Ich habe hier die Beta-Version. Die Beta-Version ist eigentlich, dass es noch nicht alles perfekt ist und das habe ich auch mittlerweile ein bisschen festgestellt. Ich hoffe, Xtool arbeitet da noch richtig gut dran, um dort einige Verbesserungen noch reinzubekommen. Dort wird es nämlich noch einen anderen Modus geben, der ist nämlich auch noch gerade in Bearbeitung und zwar habe ich schon mal ein Video darüber gemacht beim P2 vom Xtool, dass wir da gewölbte Oberflächen gravieren können und das können wir dann mit diesem F1 Ultra genauso machen und da wird dann noch mal was dazukommen, aber das wird dann wahrscheinlich noch verbessert. Gut, fangen wir mal einfach an. Das ist total easy. Ihr seht auf der linken Seite die ganzen Reiter, was ihr machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel jetzt Bilder einfach reinziehen, was ihr wie auch wollt. Dann machen wir mal hier das Bild zum Beispiel auf. Habe ich hier eins. Wenn man das Ganze anklickt, kann man das Ganze dann größer machen, kleiner machen. Man kann das anpassen, das Ganze Schärfe, Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Graustufen. Man kann es invertieren, das Ganze umdrehen im Endeffekt. Wir können da einige Einstellungen machen. Ihr müsst halt selber mal ein bisschen durchgucken. Wir können ein Bild editieren, wir können ein Trace-Bild machen. Also wir können daraus eine Vektorgrafik machen. Das dauert jetzt eine Weile, bis das Ganze umgewandelt wird. So, jetzt sind wir fertig und jetzt ist es, wenn man jetzt OK drückt, hätten wir da eine Vektorgrafik und so weiter und so fort. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen selber noch mal schauen. So, bei diesem Bild möchte ich euch jetzt glaube ich mal was erklären und zwar scheint es bei manchen vielleicht so ein bisschen verwirrend zu sein, denn wenn ich jetzt eine Vektorgrafik habe, zum Beispiel dieses Rechteck hier und das Ganze mal anschaue, da kann ich jetzt Leistung und Geschwindigkeit und Kilohertz eintragen. Jetzt klicke ich aber auf eine Bitmap, auf eine PMP oder sonst irgendwas für eine Datei an Bildern und jetzt kommt ihr da oben auf die Punktdauer. So, was ist die Punktdauer denn überhaupt? Das ist doch komisch, normalerweise müsste es dort auch Geschwindigkeit stehen. Nein, tut es jetzt nicht. Bei Xtool ist es nämlich jetzt so, bei dem Ultra F1 und zwar, das ist eine Punktmatrix-Algorithmus. Dabei wird jeder Punkt einzeln abgefahren, um das Bild möglichst detailgenau zu erstellen. Die Punktdauer, also das ist praktisch die Punktdauer, die gibt an, wie lange der Laser auf jedem Punkt verweilt. Also wie lange der Laser praktisch auf diesem Punkt an ist. Und das wird das Ganze in Mikrosekunden, das heißt Mikrosekunden hier, wird das Ganze gemessen. Und also das sprich, wenn ihr eine tiefere Gravur oder dunklere Töne erreichen möchtet, musst du diesen Wert praktisch, diese Dauer pro Punkt einfach verlängern. Das heißt, wir sind jetzt hier eine niedrige Punktdauer und wir müssen das Ganze dann hochstellen. Wir können hier von 3000
bis 60 runtergehen und da müsst ihr auch ein bisschen rumspielen, je nachdem, wie ihr praktisch diese Tiefe oder die Dunkelheit der Gravur erreichen wollt. Also da müsst ihr selber ein bisschen schauen. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Leistung, DPI, dann die Einstellung vom Bildmodus natürlich und natürlich die Kilohertzzahl. Weiter geht's, und zwar, wenn ihr jetzt so ein kleines Kästchen euch zeichnet, das Ganze anklickt und auf diese Sachen geht, da sind ein paar Anwendungen, die wir noch machen können. Wir können hier Raster einstellen, kreisförmig verteilen und Stapelführung und so weiter. Jetzt geht's aber darum, dass wir die Materialtestgruppe, das ist vielleicht auch noch interessant, dass man sich da eigene Tests machen kann. Wobei mir jetzt aber was aufgefallen ist und vielleicht wird das hoffentlich noch in der Software geändert, denn ich kann jetzt nur unter 2 Parametern hin und her switchen. Das heißt, ich kann nur zwischen Leistung und Geschwindigkeit switchen. Aber was mir jetzt komplett noch fehlt, und das muss, glaube ich, noch hoffentlich nachgearbeitet werden in dieser Beta-Version, und zwar geht es ja darum, dass ich vielleicht auch die Kilohertzzahl ändern will. Also ich will jetzt zum Beispiel Leistung und Kilohertz machen und nicht die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit dann fest einstellen, will die Leistung haben und will zum Beispiel von 30 bis 60 Kilohertz einfach dort einen Test machen. Das ist bei Kunststoff ja gerade interessant, dass man da von den Kilohertzzahlen einfach von der Tiefe her ein bisschen reagieren können, und das wäre halt noch schön. Vielleicht kommt es noch, also Xtool, bitte hockt euch daran und da ändert nochmal euren Test, Materialtestgruppe ab, dass mich da auch nochmal die Kilohertzzahl und je nachdem, wie ich das Ganze will, ändern kann. So, das könnt ihr hier die maximale Leistung, minimale Leistung, wie viel Spalten und so weiter, dann seht ihr ja hier schon, was da die Vorschau, und da könnt ihr hier auch Materialtests selber machen. Das mega Interessante an diesem Gerät ist, dass es ja auch eine verbaute Kamera hat, was mir echt auch super gut gefällt. Also ihr könnt es da, ihr wisst ja, mit dem IR-Laser, wir können ja, oder mit dem Blaulichtlaser, wir können ja das Ganze, den Rahmen fahren. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Rahmen fahren und mir zeigt es das Ganze dann an. Wir können noch die Leistung von der Helligkeit einstellen, wir können Rechtecke und Kontur machen. Kontur heißt, bei einer Schrift und so wird es komplett nachgezeichnet. Richtig cool, und ich kann es echt super toll positionieren. Jetzt gibt es aber noch eine Version, keine Version, sondern wir brauchen jetzt nur noch hier draufklicken auf Aktualisieren, und jetzt wartet mal ganz kurz. Jetzt seht ihr gerade, es hat der Laser ein Foto gemacht. Ich habe da jetzt gerade die Münze drunter gelegt, und theoretisch können wir da genauso jetzt auch die Sachen hier positionieren, wie wir das Ganze wollen. Die Kamera ist wirklich super genau, muss ich sagen, aber allerdings, ich würde es immer noch zusätzlich kontrollieren. Also ihr könnt es schon mal prinzipiell ausrichten auf diesem Werkstück, was ihr da habt, aber ich würde es trotzdem euch nochmal empfehlen, dass ihr nochmal einen Rahmen nochmal direkt abfahrt und einfach nochmal genau kontrolliert. Vielleicht ist es ein paar Zehntel oder ein paar Millimeter irgendwie verrutscht oder wie auch immer, und die Kamera hat nicht richtig aufgezeichnet. Also wie gesagt, schaut es da trotzdem noch nach, aber ich finde die Idee mit der Kamera einfach sehr gut, weil ich dann schon mal grundsätzlich so in die Richtung ausrichten kann, und gefällt mir echt super. Hier ist nochmal die Dicke, der Autofokus, der hat ja auch noch einen Autofokus drin. Ihr könnt das Ganze natürlich auch manuell einstellen, wenn ihr wisst, wie dick das Ganze ist. Aber wir brauchen ja praktisch nur, da legt ihr euer Werkstück genau unter dem Laserpunkt, drückt dann dieses Lineal hier, und dann fährt der ganze Laser, macht den Autofokus, und hier wird dann ein Wert eingetragen. So, das war jetzt mal ein ganz kurzes Ankratzen des ganzen Themas. Wir werden jetzt mal loslasern, also sorry dafür, dass es doch ein bisschen länger wird, aber ich kann nicht alles im Detail erklären. Das wird dann viel zu lang, das Video. Also ich würde sagen, wir werden jetzt mal loslasern, wir werden einige Materialien versuchen, ich werde euch natürlich erklären, wie das mit den Münzen geht und so weiter und so fort, und wir werden es uns am Schluss nochmal anschauen, und natürlich gibt es dann nochmal ein Fazit dazu. Also, auf geht's!
Ich zeige euch jetzt die Einstellungen für die Münzprägung und zwar oder die Münzgravur. Das Wichtigste, erstmal die Software natürlich öffnen und dann ist das Wichtigste, dass wir auf die Prägung gehen. Also wir können dann von der oberen Fläche bearbeiten, gehen wir auf Prägung, klicken das Ganze erstmal an. So, und jetzt habe ich ja in einem anderen Video schon erklärt, das kann ich euch gerne nochmal verlinken, wie man solche Tiefengravuren, Dateien erstellen kann, selber erstellen kann. Dort erkläre ich auch, wie das Ganze mit der KI geht und ich habe da mal jetzt ein Bild vorbereitet. 2 Bilder vorbereitet. Wir können jetzt mal eins davon reinziehen und zwar war das diese Münze, die ich in der KI generiert habe. Arbeitsbereich anpassen, jawohl. Und jetzt kommt die Münze hier raus. Jetzt müssen wir die natürlich noch ein bisschen bearbeiten. Das heißt, die ist jetzt so erstmal zu groß, können wir erstmal kleiner ziehen, das Ganze auf den Arbeitsbereich hier. Und zwar ist es jetzt wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel erstmal einen Kreis machen. Diesen Kreis, den ziehen wir, den Innenrand der Münze machen wir wieder für eine Größe. Der ist in meinem Fall irgendwie roundabout, irgendwie glaube ich um die 37. Müsst ihr selber nochmal durchmessen. 37 mm ist der Kreis oder der Innenbereich der Münze. Jetzt haben wir die Größe erreicht und zwar legen wir das Ganze dann in die Mitte aus. Dieses können wir auch in die Mitte jetzt erstmal auslegen. Und jetzt müssen wir erstmal die Münze von der Größe her anpassen. Da zieht sie jetzt einfach, das Bild ist so klein, der muss natürlich oben liegen. In der Ebenenliste, hier unten ist die Ebenenliste. Der Kreis muss über dem Bild liegen, dann seht ihr das sonst nicht. Und jetzt zieht sie einfach mal die Münze genau in diese Größe rein, was ihr dann braucht. Ihr könnt natürlich dann auch jedes Bild nehmen. Ich mache es jetzt nicht so genau, ich habe das nämlich schon vorbereitet. So, jetzt macht ihr STRG und markiert noch den Kreis zusätzlich. Dann geht ihr hier drauf, rechte Maustaste, Maske erstellen und klickt erledigt. Und jetzt wird da eine Maske erstellt. Genau, und jetzt haben wir dann die Münze komplett ausgeschnitten. So soll die praktisch im Endeffekt ausschauen. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen anpassen. Ihr seht es, von der KI ist es jetzt, naja, relativ schlecht bearbeitet. Was heißt relativ schlecht? Wir brauchen einfach einen höheren Kontrast. Das Ganze müssen wir dann unter den Anpassungen einfach machen. Wir brauchen da einfach definitiv ein bisschen mehr Weißwerte, ein bisschen schwarzere Werte. Und das müssen wir dann ein bisschen anpassen. Jetzt müssen wir da einfach ein bisschen rumspielen. Ihr seht schon, es wird umso weißer. Und da müssen wir, wie gesagt, ein bisschen rumspielen, nach Helligkeit, Sättigung, Schärfe und so weiter und so fort, damit ihr einen richtig krassen Kontrast habt. Denn alles, was weiß ist, wird erhaben an der Münze graviert. Alles, was dunkel ist, das geht in die Tiefe. Also wir haben ja auch Graustufen hier und das ist das Wichtige, dass wir da einfach definitiv richtig schöne Weißstufen ins Grau bis ins Schwarze rein einfach haben. Gut, ich habe das Ganze ja vorbereitet, könnt ihr nochmal löschen oder ich lösche das Ganze nochmal. Jetzt können wir unser bearbeitetes Bild, ich habe ja noch ein anderes Bild auch noch gemacht, wir werden beide Münzen gravieren. Das machen wir die natürlich jetzt wieder aus. Und es geht ja erstmal um die Münze. Wir legen diese Münze jetzt in die Mitte rein. Und jetzt ist es wichtig, wir ziehen uns noch ein Cleaning Pass ziehen wir uns darüber im Endeffekt. Also das heißt, ihr zeichnet einfach einen Kreis, der genauso groß ist wie die Münze. Das wird ein Cleaning Pass. Dieser Cleaning Pass wird am Schluss des Durchgangs wird er dann praktisch gemacht, um die Münze einfach nochmal zu reinigen. Dieser Kreis, der soll dann, wie gesagt, die Größe der Münze haben. Die legen wir jetzt auch einfach mal in die Mitte. Ihr seht, es ist dann praktisch der Hintergrund. Zuerst wird das graviert, dann wird der Cleaning Pass graviert. Der Cleaning Pass, der ist eingestellt auf 40 Leistung. Also ganz wichtig, ihr müsst alles immer diese Faser anklicken, nicht den Blaulicht, sondern den Faser. 40%, 4000 Geschwindigkeit, 3 Durchgänge, 300 Linien per Zentimeter und 30 Kilohertz. So, jetzt kommen wir mal zur Münze, was wir da für eine Einstellung haben. Auch ganz wichtig, Faserlaser, Leistung 100%, 256 Ebenen habe ich eingestellt. Umso mehr Ebenen, umso länger dauert es, aber umso tiefer wird es im Endeffekt auch. So, Durchgänge, da mache ich 1. Ihr könnt da natürlich auch 2 machen, aber dann dauert die Münze ewig lang. Das heißt, er macht dann jede Ebene 2-mal. Also das spricht insgesamt dann richtig viel Durchgänge, über 500 Durchgänge, aber das dauert dann wahrscheinlich auch 4-5 Stunden. So, Linien per Zentimeter haben wir 300, Gravurwinkel habe ich 15, 30%. Jetzt ist es wichtig, dass ihr das hier anschaltet. Das ist praktisch alle 2 Ebenen fährt er um 0,01 mm
fährt der Laserkopf wieder in den Fokusbereich. Das heißt, ihr müsst das Ganze einstellen, damit der Laser automatisch nach unten fährt. So, das sind jetzt mal erstmal die Grundeinstellungen, ist schon mal wichtig. Dann legt ihr die Münze drüber, macht es auf Autofokus und der Laser misst erstmal die Dicke der Münze und dann können wir eigentlich fast schon loslegen. Wir müssen noch die Münze natürlich richtig positionieren. Jetzt macht sie erstmal diese Kreisebene, macht seine Ausgabe aus, weil sonst könnt ihr das nicht hundertprozentig richtig positionieren. Und jetzt geht es auf diese 3 Punkte hier oder 3 Striche und macht es auf Kontur. Jetzt macht ihr dann praktisch den Rahmen abfahren, dann wird der Rahmen jetzt abgefahren. Ihr könnt das Ganze auspositionieren, dass es genau in der Mitte ist, diese Münze. Und Rahmen fahren, Ende können wir dann machen. Dann können wir den Kreis wieder anschalten. Und wir können im Endeffekt dann schon loslegen mit der Bearbeitung und wir werden die Münze jetzt auch mal, beide Münzen, einfach mal gravieren. Jetzt möchte ich euch noch eine kleine Warnung aussprechen vor diesen Münzen. Wir wollen ja heute eine Messingmünze gravieren. Jetzt gibt es so viele, verdammt viele Fake-Münzen auf dem Markt. Ja, ich bin selber drauf reingefallen, habe mir dieses Ganze bestellt und jetzt sagt mir mal diesen Unterschied zwischen diesen beiden Münzen. Ihr seht keinen Unterschied. Prima, man weiß es beim Bestellen auch im Endeffekt nicht. Aber schaut mal, was hiermit passiert. Messing ist nicht magnetisch. Ha, super. Es ist eine ganz normale Stahlmünze. Wirklich einfach nur eine Fake-Münze. Jetzt schauen wir mal die andere Münze an und ihr seht, es ist nicht magnetisch. Das ist die richtige Messingmünze. Und bitte achtet bei der Bestellerei drauf. Wie gesagt, ich bin selber drauf reingefallen. Ich habe die selber falsch bestellt. Und ich werde euch natürlich diese Münze, die richtige Münze, die ich auch genau da bestellt habe, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Fallt da bitte nicht drauf rein und vor allem fallt nicht auf diese absolut Billigangebote rein, weil diese Münzen sind jetzt nicht ganz so günstig und die ganz günstigen, die ist dann wirklich aus Metall. Boah, jetzt müssen wir das ganze Lasern einfach mal stoppen. Das geht ja ins Uferlose. Ich hätte so einiges an Material noch durchballern können, aber jetzt wollen wir uns erstmal die Sachen anschauen. Aber ich muss jetzt zum ersten Resümee schon mal sagen, es macht richtig Spaß und es ist richtig cool, was der Laser alles kann.
Im Video habt ihr ja auch einen Materialtest mit Kilohertz gesehen. Das ist ja aktuell in der Beta-Version nicht möglich, dort einen Materialtest mit Kilohertz noch einzustellen. Deshalb werde ich euch diesen Test zum Downloaden auf meiner Homepage anbieten. Könnt ihr mal downloaden, könnt ihr mal schauen, ob es funktioniert. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es die Werte dann auch richtig übernimmt in eure Software. Müsst ihr halt einfach mal schauen, weil ich habe noch nie so eine Datei von Xtool bereitgestellt zum Downloaden. So, ist hier mal eine kleine Übersicht. Was mir besonders gut gefällt, sind dann schon die Alu-Visitenkarten. Wie gestochen scharf diese Bilder rauskommen, ist schon enorm, was dieser Faserlaser hier an Qualität liefern kann. Also richtig geil. Das zweite, was auch richtig Spaß macht, das ist die Münzgravur oder beziehungsweise die Tiefengravur. Die Tiefengravur habe ich ja nicht nur auf Münzen gemacht, sondern auch auf Schiefer. Ihr seht, wie enorm tief der reinkommt und wie gestochen scharf auch diese Münzen sind. Also diese Gravur, diese Treue, Detailtreue, das ist absoluter Wahnsinn. Man kann es gar nicht wirklich rüberbringen auf dem Film, aber das schaut richtig heiß aus, aber es dauert auch mega lang, Leute. Und vor allem diese Münze hat über 3 Stunden gebraucht, um das zu gravieren. Diese Münze war dann irgendwo so bei 1,5 Stunden oder eine Stunde 50 oder so, roundabout. Also es ist richtig cool. Was natürlich auch sehr, sehr praktisch ist, ist die Kombi. Ich kann Blaulichtlaser und Faserlaser in einem kombinieren. Also sprich, ich kann dort erstmal auf den Flaschenöffner kann ich mein Metall drauf gravieren, kann da meine Schrift drauf gravieren und im gleichen Atemzug kann ich dann praktisch das Ganze hier auch noch auf Holz gravieren. Und das finde ich richtig cool. Auf Edelstahl ist auch richtig cool, und zwar die Farbe lasern. Das wisst ihr ja, man kann ja dann direkt mit Farbe lasern. Das ist jetzt aber mit dem Diodenlaser gemacht, und da müsst ihr Speed- und Power-Tests machen, einfach mal, um dort verschiedene Farben rauszubekommen. Also da müsst ihr selber ein bisschen rumspielen. Ich würde euch sowieso empfehlen, immer Speed- und Power-Tests zu machen, diese Materialtests, damit ihr einfach wisst, welche Farbe ihr habt. Bei Edelstahl kann ich auch mit dem Faserlaser verschiedene Helligkeitsstufen lasern. Da müsst ihr einfach ein bisschen rumspielen, um dort auf die richtigen Werte zu kommen. Ebenso ist auch die Geschwindigkeit wirklich enorm. So ein Flaschenanhänger, der auf eloxierten Alu, das dauert ein paar Sekunden, dann ist das Ding fertig. Richtig cool. Ebenso auch die Größe. Wenn man jetzt mal den Laserpunktgröße beim Faserlaser anschaut, dieses YouTube, wie gestochen scharf das einfach rauskommt, echt enorm. Und das kann man auch wirklich mit der Kamera sehr, sehr gut ausrichten. Aber ich empfehle es euch, wie schon erwähnt, definitiv immer noch zusätzlich mit dem Rahmen auszurichten. Ansonsten könnt ihr natürlich alle anderen Werte, die ich hier verwendet habe, einfach nochmal auf der Homepage nachlesen. So, es würde mich eure Meinung einfach mal über diesen Laser interessieren, und es würde mich freuen, wenn ihr alles unten in die Kommentare reinballert. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Fazit, denn es gibt nicht nur was Positives zu berichten, denn ich habe auch was Negatives gefunden. Vorab noch ganz kurz ein anderes Thema, und zwar dieses Filtersystem, was ich da hier eingesetzt habe. Leute, das sind die 2 Metallmünzen. Da kann ich es euch definitiv empfehlen, einen Filter einzusetzen, denn ihr müsst euch vorstellen, das sind ja alles Mikrospäne von Metall, die sich dann praktisch durch den Lüfter kämpfen. Und ich weiß nicht, ob das dann so gut ist, wenn dann so Metallsplitter da irgendwo im Laser drin sind. Also da kann ich es euch definitiv empfehlen. Wo ich es euch nicht empfehlen kann, ist bei Schiefer. Bei Schiefer funktioniert der Filter einfach nicht. Der Filter war in 10 Minuten komplett voll, und ihr seht, was da an Dreck alles rauskommt. 10 Minuten, und ja gut, der Laser nimmt natürlich einiges weg vom Material, aber ich will damit sagen, Schiefer funktioniert nicht. Münzen, Holzgravur, Holzschneiden und so, würde ich euch definitiv diesen Filter empfehlen, damit ihr den Lüfter länger sauber habt hinten, aber trotzdem müsst ihr ihn ab und zu mal reinigen. Die Filtermatten kosten ja auch nur ein paar Cent, und ihr müsst aber nicht meinen, dass ihr dann wirklich 10 Aufträge damit benutzen könnt. Nee, ihr solltet dann fast nach jedem Auftrag diesen Filter einfach mal tauschen. Gut, wie gesagt, die Dinger kosten ein paar Cent, kann ich euch hier unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Also gut, fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Ich finde es ein richtig cooles Kombigerät. Diodenlaser, Faserlaser, ich kann es alles in einem Auftrag kombinieren. Ich brauche da nicht die Laser durchwechseln. Ich habe hier wirklich relativ wenig Platzbedarf bei diesem Laser, aber doch für einen Faserlaser eine relativ große Arbeitsfläche, muss ich sagen, von 220 auf 220 mm, die natürlich noch erweiterbar ist mit diesem Förderband, was ich in einem anderen Video vorschlagen werde oder zeigen werde euch.
Natürlich ist die Größe auch noch interessant. Ich kann es überall auf den Tisch stellen, habe eigentlich gar keinen Platzbedarf, keinen großen. Und das Thema Sicherheit ist natürlich auch noch so ein Punkt. Natürlich, ich habe eine Absaugung hinten drin und ich habe einen Sichtschutz. Die Absaugung bringt natürlich nur was, wenn ihr das Ganze in einem Filtersystem dann filtern könnt oder die ganze Abluft natürlich nach draußen leiten könnt. Schauen wir uns mal die negativen Punkte an. Punkt 1. Ist der wirklich richtig negativ? Ja und nein. Ich sage jetzt mal so, die Softwareversion ist noch in der Beta-Version. Das heißt, es ist noch nicht alles möglich. Man findet noch ein paar so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel den Kilohertz Materialtest, Speed- und Power-Test zum Beispiel. Und die Kurvenfunktion funktioniert auch noch nicht. Aber ich sage jetzt mal so, das könnt ihr von dem Negativen irgendwann mal aufs Positive schwenken, wenn die Beta-Version endlich fertig haben. Und da wollen wir einfach mal schauen, dass da Xtool einfach nochmal dran arbeitet. Ein weiterer negativer Punkt, was auch wiederum nicht so hundertprozentig negativ ist, denn es gibt da keine eierlegende Wollmilchsau. Ich rede von einem fehlenden Air Assist. Kann er ja nicht haben, da der Laser ja oben angebracht ist. Bei normalen Diodenlaser habe ich direkt am Laserkopf ein Air Assist angesteckt, der dann praktisch Luft reinbläst, um, ja, ich sage jetzt mal banal ausgedrückt, den Laserstrahl, den geschnittenen Laser, da einfach frei zu blasen, dort wo der Laser gelasert hat, um dann tiefer reinschneiden zu können in Holz. Das kann ich natürlich jetzt hiermit nicht machen, sprich, was will ich damit sagen? Ich könnte jetzt damit keine 20 mm Fichte schneiden, was natürlich nicht funktionieren würde, weil der Air Assist einfach fehlt. Und noch so ein kleiner Punkt, sehe ich jetzt so ein bisschen das Abluftsystem. Er saugt sehr, sehr gut ab, aber ihr müsst bedenken, diese ganze abgesaugte Luft, die landet natürlich alles in diesem Ventilator hinten drin, den ihr natürlich reinigen müsst. So eine kleine Abhilfe ist ja dieses Filtersystem, was ich euch vorgestellt habe. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, dass man dieses Filtersystem sehr, sehr oft tauschen muss, weil das sehr, sehr schnell dreckig wird. Aber besser als, wenn es dann dauernd hier in diesem Ventilator drin sind, vor allem wenn ihr viel Holz gravieren wollt oder so, dann sind da so ein bisschen harzige Sachen drin und ihr müsst dann natürlich dann öfters reinigen. Ansonsten konnte ich jetzt keinen weiteren Punkt, wirklich negativen Punkt mehr finden. Ich kann euch das Gerät wirklich empfehlen. Ihr habt ja selber die Qualität einfach gesehen. Aber ihr müsst jetzt nicht meinen, dass ich von heute auf morgen sofort alles auf den Knopf drücke und alles funktioniert top. Nee, ihr müsst natürlich an den Materialien ein bisschen rumspielen. Ihr müsst Tests einfach machen, um die richtige Einstellung trotz Bibliothek von Xtool rauszufinden. Denn nicht alle Materialien sind gleich. Also ihr müsst euch auf jeden Fall noch selber ein bisschen reinhauen. Natürlich werde ich euch das Gerät und alle Zubehörteile und alles, was ihr im Video gesehen habt, unten in der Videobeschreibung einfach nochmal verlinken. Schaut da einfach mal drauf, wenn es euch interessiert. So Leute, wir sind jetzt wirklich am Ende des verdammt langen Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vergesst das andere Video nicht, was noch zum F1 kommen wird, zum F1 Ultra kommen wird. Schaut da mal drauf, abonniert den Kanal und vergesst die kleine Glocke nicht. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.